Herzlich willkommen zu unserem neuen Videokurs. Mein Name ist Rudi Ziebart. Es baut auf meinen letzten Kurs die Intervalle auf. Es ist ganz wichtig, dass man sich mit den Intervallen gut auskennt, damit man die drei Klänge gut verstehen kann. Einteilung der Dreiklänge. Man unterscheidet den großen Dreiklang, das ist ein Dur-Dreiklang, den kleinen Dreiklang, das ist ein Moll-Dreiklang, einen verminderten Dreiklang und einen übermäßigen Dreiklang. Der große Dreiklang besteht aus großer Terz und reiner Quinte. Ich spiele den mal da. Da unten ist die große Terz mit 4 Halbtonschritte. Cis, D, Dis, E. Und oben ist die reine Quinte. Der kleine Dreiklang besteht aus kleiner Terz und reiner Quinte. Also so. Unten ist jetzt die kleine Terz mit 3 Halbtonschritte. Cis, D, S. Den ersten nicht zählen bei den Stufen. 3 Halbtonschritte ist von C zum S. Und oben ist eine reine Quinte. Dann gibt es den verminderten Dreiklang, der besteht aus kleiner Terz und verminderter Quinte. Kleine Terz, verminderte Quinte. Der übermäßige Dreiklang besteht aus großer Terz und übermäßiger Quinte. Wir errichten über jeder Stufe der C-Dur und harmonischen A-Moll-Skala die zur Tonart gehörigen Dreiklänge und erhalten dann. Das ist eine C-Dur-Tonleiter, C, D, E, F, G, A, H, C, und das ist eine harmonische A-Moll-Tonleiter, A, H, C, D, E, F, Gis. Die 7. Stufe muss erhöht werden und dann wieder zum Grundton A. Der große Dreiklang steht in Dur auf der ersten, auf der 4. und auf der 5. Stufe. In Moll sind die Dur-Akkorde auf der 5. Stufe, also da ein E-Dur, und auf der 6. Stufe ein F-Dur. Der kleine Dreiklang steht in Dur auf der 2., auf der 3. und auf der 6. Stufe. In Moll steht der kleine Dreiklang natürlich auf 1 und auf der 4. Stufe. Der verminderte Dreiklang steht in Dur auf der 7. Stufe, das ist da. In Moll steht der verminderte Dreiklang auf der 2. Stufe und auf der 7. Der übermäßige Dreiklang kommt in Dur nicht vor. In Moll steht er aber auf der 3. Stufe da. Ist ein übermäßiger. Aufgaben zum Dreiklang. Folgende Dreiklänge sind ihrer Größe nach zu bezeichnen. Also G ist groß, da haben wir es, K ist klein, F ist vermindert und Ü ist übermäßig. Der erste Akkord ist ein großer Dreiklang. Die Terz ist groß und oben ist eine reine Quinte, ist ein F-Dur-Akkord. Der nächste, die Terz ist klein und oben ist eine reine Quinte, das ist ein kleiner Dur-Akkord, also ein Moll-Dreiklang. Übermäßig. Großer Dreiklang. Großer Dreiklang. Verminderter Dreiklang. Großer Dreiklang. Verminderter Dreiklang. So, jetzt noch ein Bassschlüssel. Wunderbar. Ein kleiner Dreiklang. Die Terz ist klein.
FA Cis ist natürlich ein übermäßiger Dreiklang. As Ces Es, As Moll-Akkord, kleiner Dreiklang. G Bedes, vermindert. C E Gis, übermäßig, kleiner Dreiklang. Des, ein Assas ist oben, des, Fes, Assas, also vermindert. Wie heißt der große Dreiklang auf dem Ton D? Da haben wir D, Fis, D. Die Terz ist groß und die Quinte ist rein. Wie heißt der große Dreiklang von Gis? In dem Fall wäre es Gis, H ist Dis. So, und wie heißt der große Dreiklang von As? Da habe ich es. As, CS. Wie heißt der Dreiklang, der große von E? E Gis H. Wie heißt der Dreiklang von B? BDF. Wie heißt der Dreiklang von Ces? Was kompliziert's? Ces, Es, Ges. Zestur. Dann kommt der kleine Dreiklang auf dem Ton F. Das ist da unten. Das ist natürlich F Moll. Der kleine Dreiklang von Dis ist Dis, Fis, A ist. Ein Dis-Moll. Wo sind wir jetzt? Der kleine von Dis, der kleine von A ist. A ist Cis, E ist ein A ist Moll. Von G ist wieder ein bisschen einfacher. G Moll. Von S ist natürlich S Moll. Und von B das müsste oben ein F sein. Machen wir es mal. Ein F. Ja. B-Moll. Dann der verminderte Dreiklang auf dem Ton H. Da ist HDF.
der verminderte Dreiklang von E, E, G, B. Der verminderte Dreiklang von Fis, Fis AC, der verminderte Dreiklang von C, CS Ges, der verminderte Dreiklang von A, ACS, der verminderte Dreiklang von Gis, Gis HD. So, und dann gehen wir runter. Der übermäßige Dreiklang auf dem Ton G ist natürlich Gis H Dis. Der übermäßige Dreiklang vom Ton B, BD Fis. Der übermäßige Dreiklang von Ton S, SG H. Der übermäßige Dreiklang Ton von A, A Cis E Is. Der übermäßige von F, muss FA Cis sein. Die muss man ausbessern, ist ja übermäßiger. F Cis. Hilfe. FA Cis. So, was haben wir dann? F. Der übermäßige von des, haben wir den auch mal her, ist dann des FA und der übermäßige von Ges ist Ges BD. Wie heißen die großen Dreiklänge von G-Dur? Der große Dreiklang steht in Dur auf der ersten, vierten und fünften Stufe. Daher heißen die großen Dreiklänge von G-Dur G, C, D. So, und dann gehen die Fragen weiter. Wie heißen die großen Dreiklänge von A-Dur? Also, auf der ersten Stufe ist dann A, auf der vierten ist D und auf der fünften ist E. Bei E ist die erste Stufe E, die vierte A und die fünfte H. Bei Fis ist es ein Fis-Akkord, ein H und ein Cis. Dann habe ich nochmal die A-Moll-Tonleiter, die harmonische, aufgeschrieben. Und da ist jetzt die Frage, bei dem harmonischen Moll liegen die großen Dreiklänge auf der fünften und sechsten Stufe. Also bei diesen A-Moll-Tonleiter liegen die Dur-Akkorde, da das E am fünften und am sechsten das F. Und dann wird halt da die H-Moll-Tonleiter gefragt. Wo liegen die großen Dreiklänge bei H-Moll? Ich habe die H-Moll-Tonleiter aufgezeichnet. Die liegen also dann bei Fis und bei G.
bei Fis und bei G. Dann kommt E-Dur, da liegen die Dur-Akkorde bei Gis und bei A. Und beim F-Moll liegen die Dur-Akkorde beim C und beim Des. Wie heißen die kleinen Dreiklänge von D-Dur? Also, da ist eine D-Dur-Tonleiter, auf der zweiten Stufe das E-Moll, auf der dritten Stufe das Fis-Moll und auf der sechsten Stufe das H-Moll. Wie heißen die kleinen Dreiklänge von A? Auf der zweiten Stufe liegt im H-Moll, Cis-Moll und auf der sechsten ist dann Fis-Moll. Die kleinen Dreiklänge bei E-Dur liegen bei Fis-Moll, Gis-Moll, Cis-Moll. Und dann wollten sie es noch bei Fis-Dur, da liegen es bei Gis-Moll, A-Is-Moll und bei Dis-Moll. Ich habe es lieber mal hingeschrieben. Kompliziert. Harmonische E-Moll-Skala habe ich dann da aufgeschrieben. Und da liegen dann auf der ersten Stufe der kleine Moll-Dreiklang und auf der vierten Stufe liegt auch ein kleiner Moll-Dreiklang. Dann blättern wir mal um. Jetzt wird es ein bisschen einfacher, glaube ich. Eine C-Moll-Tonleiter. Wollen die wissen, wo die kleinen Dreiklänge sind, die Moll-Dreiklänge? Immer auf der ersten und vierten Stufe. Das wäre halt bei C-Moll, C-Moll und F-Moll. Bei Dis-Moll ist es so, dass es halt auf Dis-Moll kommt und auf Gis-Moll. Und das war's. So, zuletzt noch bestimme den großen, kleinen, verminderten und übermäßigen Dreiklang auf dem Ton F. Also, beim F schaut es so aus, FAC, ist er groß, jetzt ist er klein, jetzt ist er vermindert und jetzt ist er übermäßig. Und das möchten die dann mit dem G auch machen. Mit dem C steht da zuerst, mit dem C. Also, C-G ist groß, C-Ges ist klein, C-S-Ges ist vermindert, C-E-Gis ist übermäßig. Dann möchten sie es von G haben, da G-H-D ist groß, GBD ist klein, GBDes ist vermindert, GH-Dis ist übermäßig. Jetzt kommt es vom A, ich zeige es mal da. Vom A ist die groß, A-Cis-E, klein, A-C-E, vermindert A-C-S und übermäßig A-C-E-Is. Wo sind wir jetzt beim H? H-Dis-Fis ist groß, H-D-F-Fis ist klein, H-D-F ist vermindert und H-Dis-Fisis ist übermäßig. So, dann vom E ab. E ist groß, E-Moll ist klein, E-G-B ist vermindert, E-Gis-H ist übermäßig. Dann kommt B, B-D-F ist Dur, B-Des-F ist Moll, B-Des-Fes ist vermindert und B-D-Fis ist übermäßig. Jetzt noch eine, Cis, Cis-E ist Gis, ist Dur. Cis-E-G ist Moll.
Cis-EG ist vermindert und Cis-EIS und GISIS ist übermäßig. So, das war's dann. Ja, jede Menge. Ja, das war jede Menge. Wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, schickt mir eine E-Mail und ihr bekommt dann die PDF-Datei zugeschickt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und dann bis nächstes Mal. Tschüss.